Call this number now for a free... With Pillsbury Crisp. It makes it easy to get... Screw this. I'm going for a ride. I couldn't come back when he was still alive. I always imagined he would come here to save me, to take me away. I've been waiting for it all these years. And now, his death means that it's truly over. He'll never pick me up in his arms and take me home. And in a way, I guess that means both of us are finally free. And I can come home for one last goodbye. Well, here we are. God, I really need a smoke. Does anyone object? Guess not. Dead people rule. Well, here we are. God, I really need a smoke. Does anyone object? Nö. Guess not. Dead people rule. Tote sind doch die besseren Menschen. Okay, hallo Leute, herzlich willkommen zu Katie Rain. Das Spiel wurde auf der Spielemesse PAX East, ist es halt ziemlich gut angekommen, deswegen haben sich die Entwickler dazu entschieden, das Spiel schon mal, obwohl es erst am 5. Mai rauskommt, schon mal vorab rauszubringen. Man kann anscheinend den Anfang des Spiels spielen und ja, das möchte ich mir dann auf jeden Fall am angucken, weil das Spiel hat mir schon ein bisschen gefallen. Okay, mit Leertaste können wir uns Objekte anzeigen lassen. Grabsteine. No time for that now. I'm late for the funeral. Okay, aber wir haben dafür keine Zeit. Aber was ist mit diesem Mausoleum? Nachdenken? Okay. Also Katie Rain soll die fesselnde Geschichte einer Studentin erzählen, die ein Händchen für Detektivarbeit hat. Das habe ich erfahren können. Und hat man auch ein bisschen im Trailer sehen können, aber was ist es? Gehört es schon zur Detektivarbeit? A family mausoleum. The family must have been fairly rich. Those things don't come cheap. Nee, nicht unbedingt. Betreten. No reason to go in there. Okay, sie hat ja gesagt, sie ist auf dem Weg zu einer Beerdigung. We are gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Oh, Kathy, you big baby. Just talk to her. Mrs. Rain. Anschauen. Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Okay. Excuse me?
Mrs. Rain? Have we met, Anna? You look strangely familiar. It's me. It's Catherine. Catherine? Who? You don't recognize me? I guess it's been a while. I might be a bit taller than you remember me. Kathy? Bless my soul. Look at you, all grown up. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. I want to know everything. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Bis später. Neuer Schauplatz hinzugefügt. Conwell Springs im Hintergrund. I never thought I'd return to this place. 15 Jahre, seitdem sie das letzte Mal hier war. Was ist mit dem Grab? Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Grandpa. The coffin is lowered, but the grave hasn't been filled up yet. Okay, das sind einfach nur Grabsteine. Ich denke mal, Joseph Ewing Rain vom 17. März 1924 bis zum 18. September 1995. Ja. 71 Jahre ist er geworden. Das ist eigentlich schon ein stattliches Alter. So, sie hat gesagt, in einer halben Stunde sollen wir ja zu ihr kommen. Aber was ist jetzt mit dem Mausoleum? It says price. Price. No reason to go in there. Tja, dann haben wir ja eigentlich auch nicht wirklich einen Grund hier rum. Ach, hier ist noch der Priester. You don't want to get me started. Let's just say me and the humble servants of God have a history of not getting along. Okay, was ist eigentlich mit unserem Inventar? Wir haben ein Notizbuch, eine Elektroschockwaffe, ein Feuerzeug und unsere Zigaretten. Notizbuch kombinieren, I beziehungsweise... haven't written anything in it yet. Ah, okay, das macht wohl Sinn. Eine rauchen will sie wohl erstmal auch nicht. It's the priest who performed the service here. Conwell Springs. Anschauen. Conwell Springs. Looks smaller than I remember it. Ja, das ist wohl oft so. Als Kind kommt einem alles so I'm groß. sorry for your loss. Thanks. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Certainly, it's never too late to turn away from the path of sin. Oh. Das heißt, jeder läuft auf dem Pfad der Sünde. Falls er nicht zu ihm kommt. And what makes you so sure I'm on a sinful path, Father? Wouldn't you say that prejudice is but a small step from the 7 big ones? I simply meant that we are all sinful creatures, child. I hope to see you at the church. Don't get your hopes up, buddy. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Okay. Ja, wir hatten noch andere Auswahlmöglichkeiten, aber wie man eben erleben durfte, ich konnte nur eine wählen. So, Badass Studentin, so wird's beschrieben. Ziemlich gut angekommen auf der Spielemesse PAX East und jetzt haben wir die Möglichkeit, na gut, zurück zum Friedhof macht wohl nicht so viel Sinn, wir gehen zur Großmutter, Haus der Rains. Grandma, anybody home? Okay. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Ja, da muss ich zustimmen, das gefällt mir auch. Ja. Das hat wohl, glaube ich, nicht ganz so viel Sinn gemacht. Auch wenn sich hier keiner meldet, wenn es klopft, ein rotes Pferd.
A Stiefel. mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Ein rotes Holzpferd. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. Okay. Dog fighting. Grandpa used to love that stuff. Hundekämpfe, Tischlampe, Telefon. Oh, hier kann man sich ja echt alles Mögliche angucken. Gut, wir haben es nicht... Wenn wir It's a photo of this very farm from way back. It says June 12, 1910 in the corner. 1910. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than I am now. Things have sure changed. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Telefonbuch These anschauen. should come in handy when I need to make calls. Nah, I don't need to make any calls right now. Nicht wirklich. Was ist mit dem Rollstuhl hier? Huh, never seen this around. Grandpa must have used it towards the end. An old wheelchair. Not too dusty. Probably used recently. Tja, Wohnzimmertür oder Obergeschoss. Was ist denn mit dem Nice Mantel? black leather coat. Right up my alley. Wir gehen einfach mal zum Wohnzimmer. Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come, have a seat. We have so much to talk about. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Die Wahrheit erzählen, dass du sie in eine Psychiatrie hast einweisen lassen. Das Thema vermeiden. Es gibt jetzt keinen Grund, darüber zu reden. Oh, was denn? Eigentlich scheint sie ja relativ stabil drauf zu sein, oder? Ich meine, sie ist nicht die ganze Zeit am Heulen, obwohl sie ja von ihrem, obwohl ihr Mann natürlich jetzt nicht mehr da ist. Ich bleib dann bei der Wahrheit. Mom is... I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word. Forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Vorfall 81. Also vor 14 Jahren.
Deswegen hat das die Mutter auch nicht mehr so richtig gewusst, ob sie von dem Unfall wussten, weil das ja gerade mal vielleicht ein knappes Jahr her, nachdem Katie als kleines Kind hier weggezogen Bye, ist. Grandma. I'll be back later. So long. Das war's ja schon. Hier muss ja auf jeden Fall noch mehr geben. Was ist... Mary Elizabeth Rain, my grandma. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Danach können wir sie fragen, oder was? Hier kann man irgendwie ein X. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war. Kriegstrauma, die Ärzte, Polizei. Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. Nö, nicht wirklich. Wachkoma, wie man sich das vorstellen kann. Also völlig teilnahmslos. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Okay, ich denke mal, das haben wir jetzt hier Bye, abgeschlossen. Grandma. I'll be back later. So long. Das ist wohl das, was wir uns mal angucken von vor 14 Jahren. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. Und das ist hier Großvater. Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Planes, planes, and more planes. Planes, planes, Okay. and more planes. Haben wir da überall nur. Was ist Alkohol? Huh, would be kind of funny to see her reaction, but no. Aha. Expensive looking scotch. That thing has been standing there forever. Some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. That's my great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Eric Rain. Was ist denn mit diesem Sideboard hier? I used to love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Never in the attic, though. I thought it was too scary up there. Schatzsuche, ja. A robust piece of wooden furniture. Clubsessel, was ist denn mit dem? Wir können wieder den Sofa, den
Couchtisch, eine Tasse Tee. Nah, I'm more of a coffee gal. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What? Eigentlich nicht. Bye, Grandma. I'll be... So long. So long. Ich wollte jetzt mal den Tisch nochmal. Grandma has prepared some tea for us. Aber will sie ja nicht, gell? A decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. Ich denke, wir haben uns hier alles angeschaut, außer dem Modellflugzeug. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. An intricate toy airplane with moving parts. Gut, dann erstmal tschüss. Den Mantel, Gemälde. Man weiß ja nie, was man dann alles für Informationen braucht, ja. A lamp on the ceiling. Nothing special about it. Nee, nicht wirklich. Aber wir können mal versuchen, hier zum Obergeschoss zu I gehen. shouldn't overstay my welcome. Ja, da sollten wir erst die Oma fragen. Aber wir wissen ja, wo wir erstmal hingehen sollen. Wir gehen jetzt auf die Polizeistation und fragen einfach mal nach, was vor 14 Jahren passiert ist. Vor 14 Jahren. Polizeiwache. Sollen wir uns erst vorher umschauen? Nee, wir reden jetzt mit dem jungen Cop. Some young cop. Looks a bit familiar. What bum? The Was? one in the cell. Ein Penner in der Gefängniszelle. Well, shit. Hi. Hello. Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. Kathy Rain. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. Wir waren 6 Jahre und da hatten wir unsere Haare auch so stylisch oder was? Mit Rot und Blau? Keine Ahnung. I'm drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? Wir haben einen Vorfall. I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Alles klar. Well, gotta go. See ya. Gut, bevor wir jetzt mit dem Sheriff Raiden, Doppeltüren, Land of the free. das Land der Freiheit. Not their peak hours, it seems. Nö, wir sind ja die Einzigen. I should focus on just talking to the cops for now. Maybe in a bit. Okay, wir wissen ja auch gar nicht, wo es da hingeht. Not sure where those doors lead. Ja, A bunch of cops lining up for a photo. A medieval fortress near an ocean, probably supposed to be somewhere in Europe. A medieval fortress near an ocean. das auch, oder was? Okay, I guess. Maybe halfway through. Various notices and a wanted poster. Again? Ein Fahndungsplakat, das könnte ja nochmal interessant werden. Fax Ne? machines. The pinnacle of modern technology. Achso, wir haben ja 1995, das dürfen wir nicht vergessen. Ein Schreibtisch, Akten. Akten durchsuchen. Lots of police reports, organized alphabetically by the looks of it. Ich denke mal, da sollen wir erstmal noch nichts tun und einfach da an die Akten gehen, oder? Aber mal gucken, was er dann sagt, ey. I would, but I can't do that when he's right there. Maybe I can distract him somehow. Wir reden jetzt erstmal mit dem Sheriff, glaube ich. Bevor wir hier ablenken Lenny, zu. I need you to do something. How can I help us? It's my mother's birthday this weekend. You'll have to get her a gift. Gift? Like what? I don't really know your mother. For Christ's sakes, all moms are the same. Just use your imagination. I'm expecting something nicely wrapped on my desk by the end of the week. Okay, boss. Okay. So kann man das natürlich auch machen. Einfach jemanden losschicken, um das Geschenk zu besorgen. That must be the sheriff. He looks grumpy.
Ja, perfekt. Hello, Sheriff. Do you have a moment? Not really. Make it quick. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. Polizeibericht. Could I have a look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. Jetzt kommen Sie, Sheriff. Das ist doch keine große Sache. Ich gehöre zur Familie. Lenny, kannst du mir vielleicht mal helfen? Familie? Eigentlich kann man sich ja schon Akten, die einen selbst betreffen, anschauen, aber als Familienangehöriger... But I'm family. Doesn't that count for something? You consider yourself family? I've never even seen you before in this town. It's complicated. Guess what's complicated? Not to mention illegal. Handing out evidence to anyone who asks for it. Ugh. Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop a vein. You want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. Fine. Jo, tschüss. Vielleicht können wir noch irgendwelche Informationen aus seinem... Die Akten, die hinter ihm sind. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. Ja, dann haben wir ja Glück, dass sie anscheinend direkt hinter Lenny I guess sind. somebody's a winner. Was ist denn das für eine Trophäe? 2 Fotos. Hey, Sheriff, what's the deal with that bum? A photo of the What sheriff bum? shaking hands with The one in the some cell. bald guy in a suit. I thought it was Probably with the mayor. It's always the mayor. Shit. Ja, die verstehen sich ja. Der Mayor. Just some photo. I can't see it clearly from here. Just some photo. I can't... A gold medal of some kind. Irgendeine Goldmedaille, was anderes gibt's ja wohl nicht. Wir müssen also irgendwie es schaffen, Lenny abzulenken. Da haben wir es wohl wahrscheinlich mit dem ersten. Ist es natürlich ein Point-and-Click Puzzle-Adventure. Okay, I guess. Maybe halfway through. Wollt ihr nicht irgendwie die Geschenke besorgen? Elektroschockware, Again? Zigaretten und Feuerzeug. Your motivation. Wir reden jetzt einfach mal mit Lenny und schauen mal, was wir machen können, ey. If you say so, boss. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Fragen wir ihn einfach direkt. Hey, I need to see the police report from 81 when my grandfather was found by the old sheriff. I'd love to help, Kathy. The files are right here behind me. But you better check with the sheriff first. Okay, I'll do that. Das hat doch gar nichts gebracht hier. Well, gotta go. See ya. Das hat keinen Sinn mit Looks dem... like talking isn't gonna help me get that report. I'll have to take matters into my own hands. I wonder what's behind those doors. Jetzt wundern wir uns... Not sure where those doors lead. I should go. Gehen wir einfach mal hin, oder was? Randy, need you to do something. How can I help, boss? It's my mother's birthday this weekend. Lol. Wir laufen einfach mal in die Gefängniszelle rein, während der andere angesprochen wird. Wir haben hier eine Gefängniszelle und einen Penner. Und einen Wischmob. Meinst du, das kann uns helfen, irgendwie jemanden abzulenken? If I ever feel the urge to clean, I'll know where to go. Mit dem Mob den Boden wischen? A jail cell. Looks cramped. Reden wir erstmal mit dem Penner, ey. Looks like an incarcerated bum. Hey, What? I can't hear you.
Machen wir mal diesen Fernseher aus. What a tiny TV. Thanks. That was getting annoying. A jail cell. Ja, wir wollen mit dem Penner reden. Hey, Hi there. so why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. Is that so? So wie immer. Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. Einkaufswagen, Phobie. You need to keep the blonde cop out there busy for a while. I do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are worth at least $20. 9, 15. 8, Fine, 10. 7. Deal. Good. So, what am I doing again? Distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him occupied for a while. Okay then, let me know when. Will do. Okay, aber vielleicht müssen wir hier noch ein paar Informationen abchecken. Wir haben hier ein schwarzes No Brett. wanted posters. I'm disappointed. Nee. Verschiedene Werkzeuge. Nehmen. Brilliant idea to leave those lying around next to evidence lockers and locked cells. An axe, a sledgehammer, and some other heavy tools. Okay, eine Axt, Vorschlaghammer. Too heavy to carry around and too noisy to use in here without getting caught. Das hört sich schon fast so an, als könnten wir den Asservatenschrank. If I ever need to find evidence, I'll know where to look. Okay, momentan I'll brauchen need a key. Ach, ohne Schlüssel brauchen wir They hierfür. look sturdy enough. Wouldn't be able to break them open without taking my time and making a lot of noise. Okay, das geht wohl nicht so einfach mit dem Werkzeug. Schachteln auf dem Regal, Computerbildschirm. Just a bunch of boxes filled with office supplies. A computer monitor. Probably recovered stolen goods. There's no way small-town cops would be that up-to-date with the modern world. Ich glaube, wir haben alles. Ja. Außer dem Wischmopp. Ich weiß zwar, warum sollten wir den benutzen? Very funny. Nee. Das ist ein Wischmopp, da kriegen wir von ihr nur einen Kommentar. Nie im Leben. Mann. Hey, the jail is off limits. You shouldn't be in there. Oh, sorry. I just heard someone yelling. I think that guy in the cell needs some help. Ah, what now? Ja, du musst dann einfach mal kurz... Okay, I have to make this quick. Go, go, go. Durchsuchen. Okay, let's have a look. Wow. Da musst du ja wirklich Detektivarbeit leisten. Also, 16. August 81. Kann ich auch wieder hochscrollen hier? Achso, so geht das. 16. August 1981, 23:40 Uhr, also kurz vor Mitternacht. Ein paar Kilometer von Conwell Springs entfernt wurde in der Nähe der unbefestigten Straße eine Person aufgefunden, die mit weit aufgerissenen Augen blind herumirrte. Die Person wurde als Joseph Rain identifiziert. Er zeigte keinerlei Reaktion, weder als er angesprochen wurde, noch auf Berührungen. Mr. Rain war von Kopf bis Fuß dreckig und schien bis an die Knie nass zu sein. Mr. Rain umklammerte ein kleines Diktiergerät, in das eine Kassette eingelegt war. Er zeigte sich kooperativ und konnte zum Streifenwagen geführt werden. Anschließend wurde er in die Stadt gebracht. Oha, 45 Minuten... Wieso steht da 16.08.81? 23:40 Uhr? Dann haben wir den gleichen Tag um 12:25 Uhr. Vielleicht meinen die jetzt nach Mitternacht, denke ich mal, ja. Mrs. Rain wurde abgeholt und gemeinsam mit Mr. Rain in die Notaufnahme des Gemeinschaftskrankenhauses gebracht. Also es ist auf jeden Fall der gleiche Abend um kurz nach Mitternacht.
Der nächste Tag, 8 Uhr früh, sagen wir mal, ja, knapp gut 7 Stunden später, bei einer Routineinspektion des Streifenwagens wurde ein Diktiergerät gefunden, das auf dem Rücksitz liegen gelassen wurde. Dieses wurde als Beweisstück in Schließfach 5 archiviert. Ich denke mal, das ist die Information, die wir benötigen. Schließfach 5. I'm gonna have to get my hands on that recorder. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. Das kann man wohl Badass nennen, oder? Sich einfach alles selber nehmen. So, alles klar. Hey, Sheriff, what's the deal with that bump? Genau. Wir warten einfach immer, bis die wieder miteinander reden. Dabei dreht er seinen Kopf sonst wohin. So, der hat sich sein Geld ja schon verdient. Und dann muss ich hier den Schlüssel raussuchen. Anschauen, nachdenken, nee. So. Alright, got it. Diktiergerät. Kassette. Untersuchen. Play-Taste. Wir können aber einfach mal jetzt Kassette entnehmen. Ja, nee, wir lassen die jetzt mal drinne und hören uns das jetzt. Aufnahmetaste drücken. Ja, das brauchen wir bestimmt, ey. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting closer to finding the source. I have a theory, but I need help. I'm gonna have to involve somebody else. Aha. Worüber er da gesprochen hat? Wir nehmen die Kassette raus. Legen das weg. I'll hang on to it for now. Gut, dann behalten wir das. Vielleicht können wir dann damit irgendwas anderes dann noch aufnehmen. Hat sie schon recht, die Katie. Sollen wir mal Tschüss sagen zum Penner? Hey. Hi there. Nö. Okay, gotta... See ya. See ya. Tschüss. Wir haben jedenfalls hier nichts mehr verloren. Hey, Kathy, wait. What? Do you eat foot? I mean, food? Absolutely not. I feed on human misery. Relax, Lenny. Yes, I do eat food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? And also buy food for me? And then maybe we could eat the food together? Nein, Gott nein, auf gar keinen Fall. Also wir haben auf jeden Fall nur eine Möglichkeit. Irgendwo nein. Ich würde mir tatsächlich lieber das eigene Bein abnagen. Wow, das, sagen wir einfach mal nein. I'm really busy right now. Maybe later. Oh, okay. See ya. Genau. Wir halten es mit dem einfach gut, weil er lässt sich ja auch leicht ablenken. Könnte nochmal wichtig sein. Also muss schon sagen, also bisher gefällt mir das Puzzlespiel hier auf, das Point-and-Click-Adventure-Spiel auf jeden Fall. Ich denke, wir müssen die Großmutter nach dem Dachboden fragen. Genau. Einfach hat ja Kitty auch gemacht. Was war los? Ja, wir sind wieder zurück. Da habe ich einfach jetzt aus Versehen weggeklickt. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Ja. Would you mind if I took a look in the attic? I suppose it would do no harm. Come with me. Thanks, Grandma. You're welcome, dear. Be careful now. Also als Kind hat Katie das hier nicht gemocht, weil es doch... Gibt ja oft einen kleinen Gruselfaktor bei sowas, eine Glühbirne. The bulb looks burned out. I'll have to replace it. Ja, aber der gute... Ach, Nothing. The bulb... wo kann ich denn jetzt hier wieder eine Glühbirne finden? Ja, eigentlich nirgends, oder? Na, meinst du, irgendwo jetzt in der Wohnung lag, über Feuerzeug Raum erhellen. Naja. Nah, it's drafty in here and almost out of fuel. Gonna need it for my smokes.
Tja, die Zigaretten sind anscheinend schon wichtiger als dass wir was sehen können. Jetzt habe ich wohl irgendwas hier unten. Jetzt muss ich mir erstmal eine Glühbirne besorgen. Eine Tischlampe. Wenn es oben Stromanschluss gäbe. Oh ja, wir nehmen nur die Glühbirne raus. Free light bulb. Score. Genau, jemanden anrufen müssen wir ja auch nicht. The bulb looks Okay, ist ja gut. Wir nehmen jetzt die da raus. Kombinieren mit dem da. There we go. Gut, die kaputte hat sie direkt entsorgt. Jetzt ist es gleich nicht mehr so gruselig hier, Katie. Nö, geht doch eigentlich. Ein Teddybär? Mr. Bear. How did you get all the way up there? Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. Sind wir schon mal nicht alleine. Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. Nichts Besonderes. Diagramm. It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. Kaffeetasse, Schreibmaschine, Buch, Schubladen. Also hier gibt es auf jeden Fall einiges, Might be something useful in there. Empty. A thick book about math. Was sollen wir denn jetzt mit diesem Buch? Lesen können wir es. Wir können es lesen, ja. Die Geheimnisse der unendlichen Zahlen von Arthur P. Gibson. Pi 3.14159. Fibonacci-Zahlen. Primzahlen. Die Geheimnisse der unendlichen Zahlen. Anscheinend brauchen wir das noch. Kaffee? Das macht sie bestimmt nicht. Decades old coffee. Lovely. Mal gucken, was sie sagt. Yeah, I'm good, thanks. Ich denke, da hat jeder schon irgendwie keinen Durst mehr, oder? Was ist mit der An Schreibmaschine? old typewriter covered in cobwebs. Hier war schon ewig keiner mehr hier oben. Und wenn er mit dem Rollstuhl unterwegs war, dann wohl seit 14 Jahren nicht, ja? Hier gibt es noch Papiere und noch eine weitere Schublade auf der rechten Seite. Nothing. Aber auch nix. Just some old bills. Nothing interesting. A Will sich- worn office chair on wheels. I'm feeling a sudden urge to do a race. Die Papiere, Diagramm, Regale haben wir uns angeschaut. Es gibt nur noch... Ach, hier ist noch ein Koffer. Sonst haben wir alles. Aktenkoffer. Das sind eben sechsstellig. Da werden wir jetzt bestimmt nicht einfach so ausprobieren. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass es hier so eine Option gibt, sich alles, womit man interagieren kann, anzuschauen, weil viele Point-and-Click-Spiele machen das nicht und dann muss man wirklich dann mit der Maus überall rum und so. Das kann dann schon mal... Ich denke mal, wir werden die Großmutter einfach nach dem Aktenkoffer fragen. Vielleicht gibt es uns dann noch einen Hinweis. Oh, hello, dear. Vielleicht hat das was mit dem Mathematikbuch zu tun. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Sechsstellige Zahlen, das Buch mit 3. Ach, naja. I found a locked briefcase in the attic. Do you know anything about it? Oh, that old thing? Joseph said there were just some old boring Air Force papers in there. If that was the case, why use an intricate combination lock? That's a very good question, dear. In any case, I wouldn't know how to open it. Okay. I found a locked... Oh, that old... If that... Bye, Grandma. I'll be back later. So long.
Jetzt bin ich natürlich ein bisschen überfragt. Ja, und den Polizeibericht von der Oper, können wir den irgendwie zeigen oder was? Verwenden. Wollen wir den zeigen oder wie? I got the dictaphone already. I don't think there's anything else in there I need to mention to her. Diktiergerät. Kombinieren, wir tun immer wieder rein. Vielleicht können wir das kombinieren und ihr vorspielen? Hey, Grandma, do you recognize this tape recorder? Oh, yes, Mr. Dicto. Joseph used to carry that thing with him everywhere. He could be absent-minded at times. It helped him remember things. Aha. Polizeibericht nicht, I aber... found this book in the attic. Recognize it? Oh, yes. I bought it for Joseph's birthday once. He was always fascinated by numbers. He believed that math could explain everything in this world. He was a man of science. There's no denying that. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Zahlen haben ihn fasziniert. Hier gibt's, glaube ich, nichts, was uns irgendwie... Vielleicht findet sie ja jetzt was Interessantes da. A robust Pete. Nee, nicht wirklich. Also, dann probieren wir das einfach mal mit dem Buch. Was anderes fällt mir auch nicht ein, aber ich glaube, das ist das... Das ist wohl das Nächste, was wir lösen können, ne? Ja, was anderes wird mir jetzt auch nicht einfallen. Ich denke mal, der Stuhl hat nichts Besonderes. Die Papiere, da war nichts. Was war mit diesem Diagramm eigentlich? It looks like someone was doing geometry. Daraus wurde sie nicht schlau. Geometrie. Was ist, wenn wir das Mathematikbuch kombinieren mit dem I Diagramm? don't see how those things work together. Okay, wie wär's mit dem Mathematikbuch und dem Aktenkoffer? That combination makes no sense. Vielleicht müssen wir das auch selber rausfinden. Das ist ja... Wir haben 6 Zahlen. Das wären ja zum Beispiel 6 Zahlen. 3, 1, 4, 1, 5, 9. Das wären schon wieder mehr. Vielleicht hat er die, ja, könnte ja sein. 3, 1, 4, 1, 5, 9 Pi genommen. 3, 1, 4. Machen wir jetzt einfach mal. 3, 1, 4. 3, 1. Ach nee, was war das jetzt? 1, 5, 9, ja. Schulzeit. Und jetzt? Was kann ich jetzt hier machen? Aktenkoffer. Yeah, that would have been too easy. I doubt the book alone is enough to solve this. Das Buch ist es nicht alleine. Das Buch alleine wird es nicht sein. Das bezweifelt sie. Ich denke mal, wir können ihr vertrauen, oder? Polizeibericht, der kann ja wohl nicht sein. War hier irgendwas auf dem Diktiergerät? Mr. Dicto, da war er richtig verrückt nach, oder? That combination makes no sense. Wenn ich hier nochmal zuhöre. Geht gar nicht. Ach, ich muss erstmal zurückspulen. Ich habe mich schon gefragt, warum Play-Tasten nicht funktioniert. Okay, jetzt kann ich es nochmal anhören. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting closer to finding the source. I have a theory, but I need help. I'm gonna have to involve somebody else. Okay, da ist doch schon mal was. Okay, das mal wieder zurückgespult. Ich denke mal, wir haben ja auch dieses Buch gesehen. Also, er hat gesagt, 3 rote Rosen.
Eine blaue Veilche und 2 gelbe Tulpen. Das heißt, 3 rote Rosen wäre vielleicht 2, 3, 5. Eine blaue Veilche wäre eine 1. Und die 2 gelben Tulpen bedeutet die 3, 1. Dann hätten wir eine 6-stellige Zahl. Weil... Ja, das muss doch jetzt funktionieren. Ich habe nämlich sonst überhaupt keine Ahnung. Das wäre dann die 2, 3, 5, 1, 3 und dann nochmal die 1. Und Yes! Okay, können wir das jetzt öffnen? Was haben wir hier alles? A thick yellow envelope. Okay, hier funktioniert das Anzeigen von Gegenständen nicht. Was anderes sehen wir nicht. Da ist irgendwie noch eine Karte oder so. Aber wir haben ja was gefunden. Ein dicker Umschlag. It's the envelope I found in the briefcase. Ich glaube, das mit Anschauen brauche ich nicht so oft benutzen, oder? Let's see what's in here. Und so wurde eine Detektivin geboren. Setze das Abenteuer am 5. Mai 2016 fort. Mir gefällt das Spiel auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich drauf, wenn es dann rauskommt. Das war's. Ich denke mal, ja, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Mir gefallen solche Spiele auf jeden Fall, weil ich eigentlich immer offen und bereit bin, eine schöne, spannende, abenteuerliche Geschichte von mir aus zu erfahren. Und das bringen solche Point-and-Click-Spiele, bringen das meistens auch ziemlich gut hin. Und dann, ja, hoffe ich mal, dass es euch auch gefallen hat. Ciao!